Liebe Wohnmobilfreunde, Moveo, der aufgehende Stern am Wohnmobilhimmel in höchster Qualität, 59.990 Euro. Aber dieses Wohnmobil hat es wirklich in sich, ja, denn es hat sogar eine Luftfederung. Es ist gerade vom LKW gefallen und frisch kam es. Und der Jürgen Jung hat mich angerufen und hat gesagt, du Sven, du musst sofort vorbeikommen, du musst es zeigen, denn mal wieder hat Moveo getoppt bei dem, was es geht, ja, und hat Features eingebaut, die wirklich einmalig sind. Ja, wir werden heute einiges sehen. Hier ist Jürgen Jung. Grüß dich, Jürgen. Ja, hallo Sven. Ja, die laufen gut, die Moveos. Du hast mich ja schon gewarnt, als sie auf den Markt kamen, hast du gesagt, so eine gute Produktqualität, du wirst dich wirklich wundern, was geht für 59.990 Euro. Und die Wettbewerber haben es hier wirklich schwer, oder? Ja, es ist so, wie ich dir nach der Messe in Düsseldorf letztes Jahr gesagt habe. Die Moveos haben ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, vor allen Dingen bei der Genauigkeit der Verarbeitung des gesamten Fahrzeugs. Kann man lange suchen, dass man sowas in der gleichen Qualität findet. Und das ist jetzt der neueste, der in der ganzen Produktreihe jetzt vom Band gelaufen ist, sprich vom LKW gekommen ist gestern, nennt sich TAI 74 QB. QB bedeutet, es ist ein großes Queensbed im Heck eingebaut. Ach, QB, Queensbed. Genau, Queensbed. Und wir haben hier eine Länge, eine sehr gebräuchliche Länge, immer noch von 7,40 Meter und haben einen riesen Raumvolumen innen drin. Wir haben eine Heckgarage, alles das, was das Auto braucht, mit einer hervorragenden Komplettausstattung. Wir haben Aluminiumfelgen, wir haben eine Markise, wir haben ein Navigationssystem mit Stellplatzführer, mit Radio, mit CD, mit Rückfahrkamera. Fernseher drin, automatische Sattanlage drin. Die elektrische Eintrittsstufe ist dabei. Wir haben Lederausstattung. Also wir werden auch gleich innen sehen, dass sich da Pilote, der Hersteller des Fahrzeugs ist, Aus Frankreich, einiges einfallen gelassen hat, um hier höchsten Luxus auf 7,40 Meter zu produzieren. Ja, man hat hier unglaublich viel Wert auf Schick gelegt. Also wer so eine Art Liner-mäßiges Design möchte, der kann wählen, ob er jetzt hinten einen Fahrradgepäckträger noch montiert oder nicht. Den kann man auch weglassen. Wenn man Genau, wir haben auch schon serienmäßig die Verzurrschienen in der Gepäckraumklappe hinten drin. Man kann also ohne weiteres auch teurere Räder in den Kofferraum reinstellen und da verzurren. Aber wenn du auch mal dieses gesamte Heck siehst und du siehst... Ich zeig das mal gerade, wenn du mir mal kurz erzählst, wie groß du bist. Ja, also ich bin 1,81. 1,81. Du siehst, wie wuchtig das aussieht, wie galant das aussieht, auch mit dieser goldenen Schrift, mit dem Schriftzug. Wie galant, wie sauber oben die Rückfahrkamera eingebaut ist in die gesamte Plastikverkleidung. Da sieht man oft, dass das nur aufgesetzt ist, dann steht das hinten raus. Integriert, sage ich nur. Genau, das ist richtig sauber integriert. LED-Rückleuchten dran. Edel einfach. Edel, genau. So, das Ganze, da knarrt nichts, da wackelt nichts und wir haben eine Besonderheit. Ich zeige es gleich mal vielleicht direkt am Anfang. Wir haben eine Luftfederung und zwar auf der Hinterachse. Genau, die Luftfederung ist an der Hinterachse verbaut, ist eine feste Luftfederung. Es ist kein Kompressor drin, in dem man das Fahrzeug ab- und auflassen kann, sondern es ist nur die Luftfederung verbaut, um einen besseren Fahrkomfort und eine höhere Stabilität zu haben. Ja, das Besondere ist, ich zeige das mal kurz hier vorne, man kann es erkennen. Hier sind nämlich zwei Druckmanometer drin. Genau, von Alco drin, die eben den vorgegeben eingestellten Druck entsprechend haben. Und da kann man über die Ventile jetzt den Druck erhöhen, wenn man es härter haben will, oder ablassen, wenn man es weicher haben will. Aber was hat denn das für eine Vorteile in Luftfederung? Normalerweise, man muss dazu sagen, ein Wohnmobil, was überhaupt nicht rappelt, das gibt es nicht ohne Luftfederung. Das heißt, die haben alle Geräusche. Also Wohnmobile muss man immer von leichten Geräuschentwicklungen ausgehen. Das ist halt einfach so. Immer, egal welches. Egal welches, egal welcher Preislage bis hin zu den ganz teuren. Es ist immer leichte Geräuschentwicklung, weil man ja was fährt. Es ist ja kein feststehendes Haus. Aber die Luftfederung hat halt den Vorteil, dass er halt einen viel höheren Federungskomfort hat, wie eben eine Starrfeder, wie eine Plattfeder. Und wir kennen das alle von den französischen Fahrzeugen der 70er, 80er Jahre, die mit den Luftfederungen damals schon unterwegs waren, die wie so eine Sänfte über die Straßen gefahren sind. Und so kann man sich das hier auch vorstellen. Also faktisch ist Folgendes. Es gibt Videos im Internet, die können Sie sich mal gerne anschauen. Da haben nämlich Leute das nachträglich
nachrüsten lassen, einfach mal Luftfederung nachrüsten. Genau. Und die fahren über eine Holperstrecke, einmal mit und einmal ohne Luftfederung. Ja. Wenn ohne, hört man alles. Also in Berlin zum Beispiel Kopfsteinpflaster, kannst du mit einem normalen Wohnmobil, wirst du wahnsinnig und dann machst du die Luftfederung an, du hörst gar nichts mehr. Genau, also das ist ein Riesenunterschied. Man sieht das auch, wenn man außen das Fahrzeug sieht, wenn man über diese Geschwindigkeitsbuckel drüber fährt, die öfters in den Ortseinlässen sind. Die Poller. Die Poller, ganz genau. Da sieht man, dass das Fahrzeug viel sanfter, eben wie eine Sänfte über diese Poller drüber gleitet und nicht rappelt. Und das ist halt der große Vorteil. Und das merkt man als Fahrer natürlich im Innenraum. Ja, das ist schon mal ganz wichtig. Also bevor wir jetzt an die Innenraumdetails gehen, es ist wirklich mit der Luftfederung, Preis von so einer Luftfederung, wenn man die nachrüstet? Wenn man die nachrüstet, liegt ungefähr bei 2.000 € mit dem Einbau. Ja, und sie wiegt auch ein bisschen was. Genau, ja. Das heißt, das Leergewicht von dem Gerät? Das Leergewicht von dem Fahrzeug ist 2.890 Kilo. Also ich sage immer, man kann so rund 600 Kilo zuladen. Ja, dazu kommt zum Beispiel auch ein bisschen, ich sag mal, Wasser, Abwasser, Tankgröße? Die Tankgrößen sind 110 Liter beim Brauchwasser und 110 Liter beim Abwasser, 90 Liter für den Dieseltank, wobei ja der Dieseltank und der Fahrer schon in das Leergewicht inkludiert sind. Okay, das ist mit drin. So, das Fahrzeug, das Chassis ist ein Citroën mit AdBlue-Technik. Das heißt, wir haben die neueste Technik, D6 Temp? D6B. D6B, das heißt, damit komme ich nach Stuttgart. Damit kommt man nach Stuttgart. Das ist im Moment die gültige höchste Norm, die es bei den kleinen Lastern okay, ist. Alles klar. Der hat AdBlue. Genau, wir haben AdBlue. Wir sprechen hier nicht von einem Pkw, die schon 6D Temp haben. Wir sprechen hier von einem Kleinlaster mit Sonderspezifikationen. Von daher ist das im Moment das aktuellste und neueste. So, wir haben auch, ich sag mal, schick. Das Ganze hier ist in Wagenfarbe lackiert. Das ist eigentlich Standard. Ich wollte es nur mal kurz erwähnen. So, wir gehen mal auf die Details ein. Ist ein Leichtmetallfelgen dabei? Genau, die Alufelgen sind auch schon inkludiert im Preis. So, der Vorteil ist bei einer Alufelge, die Traglast ist einfach höher wie bei einer Stahlfelge. Das Ja, heißt, sie sind belastbarer und sehen auch schick aus. sie sehen vor allen Dingen schicker aus. Eine Stahlfelge sieht halt immer bescheiden aus. Da muss man Plastikklappen drüber machen, die verliert man dann, wenn man irgendwo mal gegenkommt. Und eine Alufelge gibt halt dem ganzen Auto einen ganz anderen Flair. So, das wird in Frankreich gebaut. Eins der meistverkauften Chassis überhaupt. Gibt es, glaube ich, auch von Fiat. Die machen das in einer Kooperation. Stimmt das überhaupt? Ja, nicht ganz mehr so. Die Kooperation ist da seit Jahren nicht mehr so hundertprozentig gleich. Der Fiat-Motor und der Citroën-Motor Die sind ähnlich. sind ähnlich, aber nicht gleich. Seitdem Citroën mit AdBlue-Technik gebaut hat, ist der Motor nicht mehr der gleiche. Okay, die kann man nicht direkt vergleichen. Sie waren aber ähnlich, aber sie gehören zu den meistverkauften Chassis. Ja, die beiden sind im Moment die meistverkauftesten Chassis. Optisch sieht das gleich aus, da ist kein meinte ich, die Unterschied. sehen so ähnlich aus. Nur Technik ist ein Unterschied zwischen Citroën und Fiat. Ich zeige es mal gerade. Hier vorne steht nämlich ein Fiat, dass man das mal sieht. Ist das ein Fiat hier? Genau, das ist ein Fiat, ja. Das ist ein Fiat, der sieht genauso aus. Ich dachte nämlich schon, ich hätte irgendeinen Fehler gemacht. Also man muss dazu sagen, ihr seid ein Händler, ihr seid die ADAC Wohnmobilvermietung. Ihr macht das nicht erst seit gestern, aber macht den Verkauf von Neufahrzeugen seit ungefähr 1,5 Jahren? 1,5 Jahre haben wir uns jetzt entschlossen, ein zweites Standbein aufzubauen und da eben entsprechend diese Fahrzeuge zu vertreiben. So, wir gehen ins Detail. Wir schauen uns am besten mal hinten mal die Heckgarage an. Du hast einen Schlüssel? Ja, den will ich. Gehen wir kurz holen, denn wichtig ist, wie viel Stauvolumen hat es denn drin? Und wir werden uns mal unterhalten auch über das Thema Dachgepäck. Nee, nicht Dachgepäckträger, sondern Fahrradträger hinten drauf. Wird uns der Jürgen mal erzählen. Der Fahrradträger wäre dabei, Jürgen? Der Fahrradträger wäre dabei. Der ist noch nicht montiert. Der ist nicht montiert, genau. Also den könnte man hinten drauf machen. Man kann es auch lassen. Dann kriegt man den mit, dann kann man später montieren. Ja, oder wir tun ihn abrechnen. Letztendlich, das sehen wir immer dann, wie man das haben möchte. Hier sieht man, hier sind die Verzugsschienen dran. Man kann also auch problemlos innen drin was machen. Da gibt's, was hier drin liegt, ist jetzt noch der Bettumbau um vorne die Tischsitzgruppe. Er kam wirklich, du hast zu mir gesagt, komm vorbei, film ihn sofort. Also es ist so, wie er jetzt vom LKW gekommen ist. Du siehst, dass es liegt genauso drin. Auch der Fernseher liegt noch hinten drin. Niegelnagelneu. Ist noch nicht so, niegelnagelneu. das wird alles noch eingebaut. Wir zeigen das gleich mal. Genau. Hier sieht man auch, wie gesagt, die Verzugsschiene. Da siehst du, die Steckdose ist hier, ein Schalter ist hier, Beleuchtung ist da. Also und Innenraumbeleuchtung, da hast du einen großen Kofferraum, wo man halt auch vieles reinbekommt. Und jetzt gibt es bei dem Fahrzeug eins noch optional, wenn man das haben möchte und auf Bestellung, ist das kein Problem. Du siehst jetzt über uns hier, das ist im Prinzip die Unterseite des Queens Size Bett. Ja. Du kannst dieses Bett auch als Hubbett haben. Das heißt, dann kannst du dieses Bett während der Fahrt so hoch fahren, dass du hier die Fahrräder 4 oder 5 E-Bikes nebeneinander hinstellen kannst. Und wenn du angekommen bist, nimmst die E-Bikes raus und fährst das Bett wieder auf die normale Höhe, wie es jetzt innen drin zu sehen ist. Ich zeig mal gerade, es gibt auf der anderen Seite auch die gleiche Klappe. So, die ist da.
Ja. Und Fahrzeuge bei uns haben immer beidseitige Klappen. Wir fahren Beidseitige keine Klappen. Fahrzeuge, die nur einseitige Klappen haben. so, du hast einen Schlüssel, genau, wir machen mal auf, da kann man auch sogar durchgucken. Das ist sehr praktisch, wenn ich nämlich mal unterwegs bin, will das, was ich denn aufwendig eingeladen habe, auf der einen Seite wieder ausladen. So sieht's aus. Also das haben wir jetzt gut genug erklärt. Du hast einen Schlüssel dabei? Genau. Super, dann zeigen wir mal direkt die nächste Klappe, die ist hier. Sollen wir außen mal rumgehen. Jetzt bin ich mal gespannt, was da dahinter ist, Klo. Ja, hier dahinter ist die Gasflasche. Ah, die Gasflaschen, okay. Da dahinter sind die Gasflaschen. Da bekommt man 2 11 Kilo Gasflaschen rein. Und die Besonderheit ist jetzt hier, wir haben das Fahrzeug bereits ausgerüstet mit einem Crash-Sensor. Heißt, hier siehst du den Crash-Sensor. Bedeutet, du darfst während der Fahrt Gas betreiben. Für den Kühlschrank oder für die Heizung. Okay, das ist im Winter wichtig. Genau. Und im Sommer gegebenenfalls auch. Also wenn du sonst keinen Crash-Sensor integriert hättest, darfst du während der Fahrt keine Gasheizung. Ist schon gleich mit drin. Ist gleich mit drin. Du hast sogar einen Adapter, da kommen 2x11 Kilo? Kommen 2 mal 11 Kilo Flaschen, einmal die linke, einmal die rechte. Genau. Es gibt optional sogar, du kannst es nachbauen, so eine automatische Umschalteinrichtung. Genau, die kann man hier nachbauen. Da wird dieses Teil rausgeholt. Dann gibt es eine sogenannte Duo-Control und dann hat man beide Flaschen angeschlossen. Man muss aber trotzdem von Hand nach links oder rechts dann umdrehen. Okay, super. Ja, das Ganze ist auch noch Hightech hier. Wir können es gleich mal zeigen. Ah, da gibt es noch ein Fach. Das ist jetzt ein Staufach, um halt Werkzeug und andere Sachen unterzubringen. Wie geil ist das denn? Zeig mal. Da hast du halt Das eine habe ich noch Wanne. nie gesehen. Ja, da hast du halt eine Wanne, da kann man halt Schlauch reintun, Kabel reintun. Alles das, was man zum Betrieb des Fahrzeugs braucht, was sonst irgendwo in einem Kofferraum rumfliegen würde oder im Innenraum rumfliegt, das hat man hier drin zusammen, schön sauber. Eine Kunststoffwanne, kann nichts passieren. Und wenn man fertig ist, macht man zu, Auszug, macht wieder die Klappe zu. Und das ist das Ganze wieder. Ende Gelände. So, das Schöne ist, hier ist die Bordsteckdose, Landstrom. Genau, das ist die Einspeisungssteckdose. Da wird eben der Landstrom 230 Volt eingeführt. Über diese Steckdose hier, ganz genau. Genau, das ist dann das einfach rausklappen. Einfach, das kann man hier rausholen und man checkt den Stecker einfach drüber. Ja, ziemlich simpel. Es gibt innen auch Sicherungsanlagen. Das heißt, es ist eigentlich wie zu Hause, oder? Du bist ja auch Elektromeister. Genau, es ist wie zu Hause. Es ist genauso elektrotechnisch aufgebaut wie das zu Hause mit den Sicherungsautomaten. Es ist nur einmal geteilt zwischen 230 Volt und 412 Volt. So ist es. So, hier vorne der Outlet, der ist für was? Das ist das Abgas- und Zuluftrohr der Truma-Heizung. Das heißt, Die macht warm Wasser und heiß? genau, die macht warm Wasser und heißt, hier oben kommt die warme Luft raus und unten saugt er die kalte Luft zur Verbrennung an. Ja, ziemlich simpel auch. Damit er nicht die Luft aus dem Innenraum saugt. Ja, du empfiehlst wegen der Dichtigkeit, also die Fahrzeuge haben mehrere Jahre Dichtigkeitsgarantie. Die Leute sollten einmal im Jahr vorbeikommen, ihr checkt die Dichtigkeit. Sie müssen einmal im Jahr vorbeikommen, wenn die Dichtigkeitsgarantie erhalten bleiben soll. Die Fahrzeuge haben 7 Jahre Dichtigkeitsgarantie und man muss einmal im Jahr bei uns vorbeikommen, um eben diese Dichtigkeit zu überprüfen. Das machen wir mit ganz speziellen Messgeräten, die dafür geeignet sind. Und dann bekommt man einen Stempel und die Dichtigkeit ist dann für die gesamte Zeit bestätigt. So, GFK bedeutet, wenn du mal kurz dagegen haust, das wird dir das Fahrzeug nicht. Also du siehst, das ist eine richtige stabile Bauweise. Hagelschäden ist der Vergangenheit. Hagelschäden ist kein Problem, deswegen sind die auch versicherungstechnisch günstiger wie ein Aluminiumsaufbau. Wenn ich da so dagegen schlagen würde, dann hätte ich hier so eine Wanne, da könnte ich drin baden. Die Fenster, das ist High-End. Die Fenster kommen heute fast all von einem gleichen Hersteller. Das ist ein Kunststoffglas, was halt eine sehr hohe Stabilität hat. Es ist auch doppelt verglast. Doppelt verglast und die sitzen halt heute alle in so Doppelnuten drin, um halt Windgeräusche und alles. Hier sieht man jetzt die Alu-Kante drüber, damit da keine Windgeräusche reinkommen, um das alles im Innenraum noch leiser, noch gefühlvoller, noch besser zu machen. So, man kann Sprit nicht klauen, denn wenn die Tür zu ist, ist es verriegelt und da ist auch AdBlue drunter. Genau. Da ist der AdBlue-Tank und der Dieseltank. Ja, eigentlich ist es recht simpel. AdBlue, klär mich auf. Man kann damit tanken. Das bedeutet, ich krieg's an jeder Tankstelle. Ich krieg's aber auch in kleinen Gebinden, sogar im Internet. Also es gibt viele Tankstellen, die das mittlerweile an der Zapfsäule haben. Das heißt, es gibt eine spezielle Zapfsäule, da steht AdBlue drauf. Da ist so ein kleiner Rüssel wie die Benzin und dann tankt man voll. Oder es gibt halt an den Tankstellen diese Kanister mit 5 und 10 Liter AdBlue. Die sind aber teurer. Die sind etwas teurer und die kippt man dann rein. So, Ja, das kann man im Internet kaufen. Wir haben AdBlue immer da, weil der meiste Teil unserer Fahrzeuge schon letztes Jahr mit AdBlue gelaufen ist. Und deswegen müssen wir die auch permanent nachfüllen. So, wir schauen mal kurz. Du hast ganz tolle Spiegel mit drin. Die haben eine richtig tolle Rundumsicht. Einmal hier, ich sag mal,
unten drunter so ein Weitwinkelspiegel. Genau, das ist ein Spiegel, um einen Weitwinkel zu sehen. Oben ist der normale Rückspiegel. Die Spiegel sind beheizt und elektrisch verstellbar. Ja, großes Kino, die sind noch Einklapper. Von Hand einklappbar. Ja, klar, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Einfahrt rein muss, das Fahrzeug hat ja eine gewisse Breite, das können wir gleich mal zeigen. Das, oder was auch schon mal passiert, wenn man in Frankreich fährt, ich glaube, oder waren in Italien, in Turin, da bin ich in eine Mautanlage reingefahren, direkt hinter einem Tunnel. Und ich hatte mich etwas verschätzt und habe dann in letzter Minute gesehen, dass es trotzdem zu eng war. Hatte die Scheibe offen, weil es warm war. Und dann habe ich eingezogen und es ist nichts passiert. Genau. Ja, muss sagen, dieses Fahrzeug ist für mehrere 100.000 Kilometer ausgelegt. Das ist ein Nutzfahrzeug, damit fährt, ich sag mal, irgendwelche Paketlieferdienste und so weiter. Also die fahren und fahren und fahren und fahren. Und wenn da natürlich ein Spiegel dran wäre, der beim ersten Hingucken kaputt gehen würde, dann hätten die Ärger. Ja, auf jeden Fall. Zu den Kilometerleistungen will ich noch mal was sagen, weil da ein User auch mal was dazu geschrieben hatte, weil ich da sage, die Fahrzeuge laufen alle 1 Million Kilometer. Und ich könnte das nicht beweisen. Möchte ich schon da gerne dazu sagen, dass wir Fahrzeuge in der Werkstatt haben, die nahe 1 Million Kilometer drauf haben. Und sicherlich sind die Motoren alle dafür ausgelegt, dass die lange Leistungen haben und lange Laufleistungen haben. Und deswegen ist diese Aussage auch vollkommen gerechtfertigt. Das gibt auch der Hersteller so wieder, dass die Fahrzeuge alle mit Kilometerleistungen bis zu 100.000, bis zu 1 Million Kilometer natürlich laufen. Vorausgesetzt, man pflegt sie auch ein bisschen. Das ist natürlich immer klar. Und zur Inspektion, das ist ganz wichtig. Das heißt, man sollte also eine Grundinspektion machen. Also Öl und Wasser sollte immer drin sein. So, ich zeige mal gerade hier vorne, da gibt es so einen Eimer, da ist Ausschüttung. Ich nehme an, da drunter ist was. Genau, hier drunter ist jetzt der Hebel, da zieht man dran, der ist jetzt offen und dann habe ich den Abwassertank geöffnet. Okay, das ist in der Mitte, das lernt man mit der Zeit. Also es gibt ja, wenn ich am Campingplatz gibt es so Stellen, da fahre ich drüber, öffne den Hebel und da läuft das Abwasser rein. Genau, da fahre ich da drüber, das sind so Trichter, da fährt man drüber und dann lässt man das Grauwasser ab. Es ist nicht das, ich sag mal, nicht das Klo, was ich da entleere, Nein, das extra. Klo wäre jetzt hier, das ist ein extra Behältnis. Die Toilette. Die Toilettenkassette von Tedford oder von Dometic. Das sind die beiden großen Hersteller. Das sind die beiden großen Hersteller. Das ist jetzt, siehst du, eine Dometic-Kassette. So, und die würde man jetzt rausholen, wenn sie voll wäre. Die hat auch Räder dran, die kann man auch rollen. So, hier kann man vorne auch noch den Dings rausziehen. Achso, ich muss nicht mehr tragen. Genau, man braucht sie nicht mehr zu tragen. Jetzt wäre man an der Entleerungsstation, würde den Deckel aufdrehen, kippt rein, füllt einen Schluck Wasser wieder nach, kippt die Chemie rein. Und dann schüttelt man einmal und dann macht man das Ganze wieder rein. So, das Ganze, da gibt es ja Einweisungen von euch. Also Einweisungen von uns. Außerdem gibt es auch Videos im Internet ohne Ende von Dometic, also wo das nochmal erklärt wird. Also das ist kein Hexenwerk, das ist ganz einfach. Hier vorne, da ist eine Winterabdeckung drauf. Das ist was? Das ist der Brennraum vom Kühlschrank, der untere Teil und oben auch. Das ist eine Winterabdeckung, damit halt da wenig kalte Luft reinkommt, lässt man das zu. Im Sommer muss man es natürlich wegmachen. Unten so muss Frischluft rein und oben muss die heiße Luft raus. In welchem Zustand kühlt denn die Heizung, der Kühlschrank am besten? Ist das 230 Volt Gas oder 12? Mit Gas am schnellsten und am besten. Ja, Gas, deswegen auch das Betreiben während der Fahrt mit Gas ist schon sehr sinnvoll, weil mit der 12 Volt hast du immer nur eine Erhaltungskühlung. Du kühlst mit Gas oder mit Strom 230 Volt runter und hältst die Temperatur mit 12 Volt und mit Gas hast du immer eine extreme Kälte. Ja, es gibt auch gute Tricks. Also wenn ich losfahre, am besten die Lebensmittel vorher in den Kühlschrank machen, damit die eine eine Grundkälte haben und man kann auch ruhig mal Kühlakkus reinmachen. Das hilft ungemein. Also wichtig ist, den Kühlschrank, bevor du was reinlegst, auf die Temperatur runterkühlen, die du haben möchtest und dann erst reinlegen, weil diese warmen Materialien ziehen ja erstmal in den Kühlschrank die Kälte und dann hast du auch die richtige Vorgehensweise. Du willst gleich rein, ich habe noch 2 Punkte, die müssen wir gerade noch zeigen. Die Markise ist manuell. Die ist manuell, genau. An der Seite hier kommt die Kurbel rein, um die Markise rauszufahren. Genau, das ist so. Dann haben wir eine Beleuchtung außen, die ist mit drin. Das heißt, ich muss also kein Licht aufbauen, einfach einschalten geht? Nee, einfach einschalten, das ist eine LED-Beleuchtung, wird innen eingeschaltet und du hast unter der Markise halt Licht. So, jetzt haben wir fast alles. Das hier ist Frischwasser. Das ist der Frischwasser-Einfüllstutzen. Da füllt man dann ganz normales Frischwasser ein. So, ich habe an der Seite natürlich alles konform. Ich habe hier entsprechend die Reflexionspunkte. Das heißt, wenn ich mal drauf fahre, ja, ich denke, wir gehen gleich mal rein. Ich muss einen kurzen Break machen und wir zeigen aber noch eine Sache. Das ist hier extrem genial. Er hat eine Zentralverriegelung auch an der Einstiegstür. Genau, die Einstiegstür am Aufbau hinten ist mit dem Schlüssel, den du hier siehst, eben über die normale
über die normale Öffnung eben zu öffnen und zu schließen. Genau, wenn du mal zumachst, wenn du mal so lieb bist, das mal zeigst. Also du machst jetzt über die Funkfernbedienung zu. Ich mache jetzt über die Funkfernbedienung zu. Das hat Aber man auch gehört. bitte nochmal machen. Und nochmal. Okay, cool, da ist so ein Servo drin. Genau, da ist ein Motor drin, wie beim Auto. Und dann... Jetzt ist auch, bitte nochmal zumachen. Mach mal zu. Und jetzt zu. So. Alles klar, wir gehen jetzt mal gleich rein. Teil 2 mit Jürgen Jung. Ja, vielen Dank. Bleiben Sie dran. So, Jürgen, du hast es schon rausgefahren während der kurzen Drehpause. Das ist was ganz Besonderes. Das ist eine elektrische Einstiegshilfe. Einstiegshilfe, die ist elektrisch und ist auch schon im Preis inkludiert. Ja, bitte mal reinfahren. Die fährt automatisch rein, wenn ich Fährt losfahre? automatisch rein, wenn du losfährst, ist gesteuert über ein D+. Und Was ist D+? D+ ist die Steuerleitung, die über das Zündschloss funktioniert. Sobald man die Zündung anmacht, Fährt die rein. werden bestimmte Sachen eben Denn das wäre blöd, wenn sie draußen... Es gibt auch die Funktion, dass sie nicht einfährt bei verschiedenen Fahrzeugen. Da ertönt ein richtig greller Piepston vorn am Lenkrad, dann weiß man, ist die Treppe noch außen. So, das Ganze ist auch an der Tür. Vielleicht fangen wir hier an. Hier kann ich Privacy machen, zumachen. Genau, du hast eine Tür mit einem Fenster, das ist bei anderen Herstellern schon direkt Luxus. Gibt es nur optional, ist hier automatisch mit drin. Du hast eine sehr große Griffleiste, um innen zuzuziehen. Das ist auch oft ein Problem, dass man die Natürlich zu auch tief Einstiegshilfe, hier kann ich hat, nicht festhalten. zu hoch hat. Ja. Du hast Ablagefächern hier noch zusätzlich. Ja, und die Tür, wenn du das siehst hier, das ist keine Spielzeugtür, Dickes Ding. sondern die ist relativ dick. Ha? Isolierung, das Thema Schall, genau, Wärme. Schall, Stabilität, Einbruch, alles Genau. das. Wenn ist du mal da. gerade die Tür zumachst, einfach mal zuschlägst, will mal hören. Ja, genau so Merkst, muss das dass die- klingen. Genau, die fällt richtig satt ins Schloss rein. Also kein Spielzeug. Kein Spielzeug, so wie wir das früher bei den PKWs getestet haben, wenn das sich so blechdosenmäßig angehört hat. Ja. Genau. Ich zeige direkt mal am Anfang was. Das ist der Einstieg. Das heißt, auch die Teppiche, die man hier sieht, die kommen mit rein. Das ist rauszunehmen. Das ist rauszunehmen, klar. Mach mal bitte. Kann man alles rausnehmen und kann sie entsprechend dann Genau, das heißt, ich kann einen Staubsauger machen, kann es einfach ausschütteln. Ausschütteln, sauber Genau. machen, waschen. Bitte, liebe Leute, der kam vom LKW. Das hier ist noch die Schutzabdeckung von den Alufolien. Aluleiste da, Bitte, genau. bitte seht's vor. Aber es gibt was ganz Geniales. Und zwar, der Jürgen hat es mir eben gezeigt, wenn ich reinkomme, ich habe jetzt batschige Schuhe, zeig mal. Ja, hier ist das Schuhfach, da drückt man drauf und dann kann man da direkt die Schuhe reinstellen. Da kann man so eine kleine Wanne reinmachen, so dass da nichts passiert und dann stellt man die batschigen oder schmutzigen Schuhe direkt in das Schuhfach rein. Ja, es gibt was ganz Tolles. Wir gehen mal kurz rein, dann zeige ich mal gerade, wie der Boden aufgebaut ist, bevor wir an das Interieur gehen. Wenn du mal kurz da bitte mal öffnest, das ist der Frischwassertank. Darunter liegt der Frischwassertank, genau. So, und jetzt sieht man, das ist kein Holz, was da drin ist. Ja, hier oben drüber ist das sogenannte Linineum, also dieser harte Kunststoff, der halt Ja. stoß- und abriebfest ist. Und das, was man hier sieht, diese Stärke hier, das ist ein komplettes Dämmmaterial, wasserfest. Wo Verbundstoff? Nicht, Verbundstoff, wo nicht aufquillen kann, wo kein Also das Wasser heißt, aufnimmt. Wenn er Wasser eindringt, mein Gott, da ist es Passiert da, gar aber nichts. das Holz geht nicht gleich Das kaputt. Holz geht nicht kaputt und es kann nichts passieren. Und vor allen Dingen eine sehr hohe Stabilität. Verschiedene Hersteller haben halt die Problematik, dass mit den neuen Böden die Böden sehr weich sind. Und dadurch, wenn man reingeht, meint man immer, man wird in Mulden reintreten. Wenn man etwas höheres Körpergewicht hat, tritt man die Böden halt immer runter. Und das ist eben hier Ist fest. alles fest und eben nicht gegeben. So, hier kann man den Der Tank ist Frischwassertank wichtig. Also wenn ich das Fahrzeug zum Beispiel winterfest mache, dann brauche ich das. Da kann ich auch reinigen drin. kann ich reinigen. Das sind die sogenannten Mannlöcher, sagt man dazu, eben um von oben reinzuschauen. Ich und eben muss da aber nicht dauernd ran. Das ist Nee. nur für Man macht Wartungszwecke. das einmal im Jahr, macht man den Tank sauber, allein aus hygienischen Gründen. Das kann man auch bei uns machen lassen. Viele bringen die Fahrzeuge bei uns. Wir haben da so Spezialmittel, um die einzufüllen. Dann löst sich alle Feststände, die da im Tank sich gebildet haben, an den Wänden. Und dann ist der danach wieder sauber. So, ich zeige mal direkt, hier ist die Heizung, die haben wir außen schon gezeigt. Das ist eine Truma, die ist direkt vorbereitet. Da gibt es die Möglichkeit, eine Add-on-Handy-App. Genau, das heißt iNet-fähig, ist ja auch der Aufkleber drauf. Da gibt es eine Möglichkeit, das optional auch noch mit einer Handy-App zu steuern von Ferne. Truma Ist der führende Hersteller. Es gibt nichts anderes mehr. hier vorne direkt. Das ist, ich meine, das sind so Kleinigkeiten. Ja, das ist eine Garderobe, da kann man halt einen Hut oder eine Jacke oder irgendwas draufhängen. Ist halt genau ist das. Ja. So, wenn ich jetzt hier drin bin, also ich zeige mal ganz kurz, vielleicht mal direkt am Anfang, jetzt komme ich rein. Hier hinten sind Schränke direkt drin. Wenn du mal kurz hier öffnest, bitte an der Seite, hier kann ich direkt mal hängend alles unterbringen. Also die Frage ist, was kann ich alles unterbringen? Also hier kannst du die Sachen reinhängen. Auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten. Du kannst auch da noch Böden reinmachen, dass man zusätzlich noch Böden reinbekommt zum Ablegen.
Alles ist möglich. Das machen wir auch optional bei uns in der Schreinereiwerkstatt. So. Da hinten ist die zweite Seite, die Genau. ist ein bisschen kleiner. Etwas schmaler, aber ist im Prinzip dasselbe. So, gut, dann fangen wir von vorne an. Das ist die Nummer 1, dann habe ich Ablage. Hier vorne habe ich, wenn du da mal kurz öffnest. Das sind die großen Schränke dann über. Man sieht, da sind schon die Ablagen drin. Unterwäsche zum Beispiel. Teil ist für Unterwäsche, für Blusen, für Jacken, für Pullover, für Hosen, für alles. Du hast hier die LED-Beleuchtung über dem Bett. Du siehst, du hast hinten eine 220 Volt Steckdose, du hast zweimal USB-Steckdose und du hast den Lichtschalter. Auf beiden Seiten. Auf deiner Seite. Und auf der Seite ist nur USB. Genau, auf der Seite ist USB, auf der anderen Seite ist 230 Volt. Das heißt, hier kann ich sogar auf der großen Ablage mein Handy machen. Das Thema Ablagen ist ja das ganz große Thema. Da zeige ich mal gerade, es geht noch weiter. Ich habe überall Ablagemöglichkeiten. Ich habe hier vorne habe ich einen Schrank. Das heißt, direkt am Eingang, da kann ich so welche Sachen reinmachen, die ich direkt brauche. Handschuhe, Mützen im Sommer oder... Also alle leichten Sachen legt man immer nach oben, allein aus der Sicherheit her. Wenn man mal fährt und man vergisst da irgendwas nicht richtig befestigt zu haben, damit es nicht runterfallen kann. Genau, das nächste ist hier oben, direkt oben drüber. Gesundheit, Jürgen. Ja, danke. Ja, ist Frühling, Pollenflug. Nee, eigentlich nicht. Da kann man jetzt auch optional einen Backofen reinbauen. Machen wir ganz oft, einen Gasbackofen, um Pizza zu machen, um Kuchen zu backen. Genau, ist direkt über dem Kühlschrank. Direkt über dem Kühlschrank. Aber deswegen, da ist jetzt auch, zum Beispiel, da ist jetzt der SAT-Receiver, lag jetzt drin, ist alles noch nicht eingebaut, muss man dazu der sagen. liegt da nur so drin. Deswegen wird der nicht fest im Werk eingebaut, weil viele bauen eben hier einen Gasbackofen drüber und dann muss man den SAT-Receiver ja nachlösen. So, ich zeige mal gerade was, da ist das nächste Fach. Genau, das ist jetzt das Küchenfach. Da hat man eben für Teller hinzustellen, Tassen hinzustellen, alles das, was man Besteck braucht. Ihr habt auch spezielles Geschirr, muss man sagen, wer noch nie gekämmt hat. Also man sollte hier Kunststoffgeschirr verwenden, die gibt es sogar mit Gummi unten drunter. Genau, wir haben das in unserem Shop, in dem Frankaner Shop haben wir alles das, was man dazu braucht. Spezielle Materialien, die man auch stehen lassen kann, die nicht verrutschen, da sind so Gummiringe drunter. Und da hat man halt einen sehr hohen Komfort. Man kann auch das Porzellan von zu Hause mitnehmen, das klappert halt und das andere klappert nicht. Ja, und ist auch viel leichter. Hier siehst du auch wieder, hier hast du auch wieder 220 Volt Steckdose, du hast USB, du hast 12 Volt normale Stecker, 3 Flammen, Kocher mit Petrozündung, ein Spülbecken. So, das kann ich auch abdecken, wenn ich es nicht benötige. Genau. So, das ist so da. So, dann haben wir noch mehr. So, und dann hast du hier ganz normal deine Schubladen. Mit Also normal ist das nicht. Also das ist schon direkt der Einzug. Also die ziehen sich selber ein? Schauen wir mal. Ja. Ziehen sich selber ein. Und du wirst- Normalerweise sind die ein bisschen schwerer, wenn sie beladen sind, muss man dazu sagen. Dann geht es viel besser. Ja, man muss den halt immer, die sind jetzt so aus steif alles noch, das ist noch nicht geschmiert. Und es wird alles nochmal eingestellt von euch, Genau, also es vor wird der alles Übergabe. einmal überprüft, vor der Übergabe, jede einzelne Schublade wird nachgestellt. Das ist wie bei der Küche zu Hause. Da stellt der Mechaniker, wenn er die Küche aufbaut, auch erstmal alles ein. So ist das hier auch. Aber die fühlen sich schon, das ist nicht so. Du hast noch eine andere Marke, ich will keinen Namen nennen, da ist alles ein bisschen einfacher. Hier ist wirklich. Ja, also diese Softchlor, so nennen sich ja diese Schubladen, die sind schon von feinster Qualität und das ist dieselbe Technik, wie auch in den hochwertigen Küchen verbaut wird. Also man hat da wirklich ein leichtes Schließen und man hört auch nichts mehr. Es gibt halt Marken, die das nicht haben. Da hören sich natürlich der Verschluss der Schubladen etwas. Guck mal hier, wie aus- süß. Selbst daran haben sie gedacht. Fürs Fürs Tüchelchen hinzuhängen, das Küchentüchelchen. Genau, und fürs das, Geschirr was und hier so. das sieht man jetzt nicht so gut, weil es hell ist. Aber hier hast du überall LED-Schriftzeichen drin. Hier eine Leiste, hier das Moveo-Zeichen. Auch oben in der Decke, überall sind LEDs. Hier Das heißt, an der abends Seite ist so eine alles- Ambientebeleuchtung? Alles Ambientebeleuchtung zwischendrin. Hier unten drunter überall Ambientebeleuchtung, LEDs. Unten drunter über die gesamten Schränke. ganz edel. So dass man auch insgesamt einen sehr romantischen Innenraum hat, wenn es dunkel ist. Ja, du hast noch mehr Ablagemöglichkeiten hier. Ja, das sind die Schränke, die dann über dem Tisch sind. Auch da möglichst wieder nichts Schweres reintun. Alle schweren Sachen und Konserven am besten hinten in die Garage rein. Ja, aber es geht noch viel mehr. Ich zeige euch mal was. Wenn du mal so lieb bist, hier das Bett mal bitte anhebst. Da ist nämlich unten drunter, hat man nochmal echtes Lattenrost. Das kommt sowieso. Das Ganze mal 2, aber da ist auch noch mal Platz. Genau, da hast du noch einen Ablageplatz, um spezielle sperrige Sachen reinzutun. Und was wichtig ist, du hast hier vorne eben auch wieder Schubladen, die du halt auch wieder ganz normal mit Selbsteinzug nutzen kannst. Also zweimal. Ich muss da nichts verriegeln. Wenn die zugehen, sind sie automatisch zu- fahrsicher. Sind automatisch sicher. Auch hier wieder LED-Deckenbeleuchtung drunter. Verdunkelbares Dachfenster mit Mückengitter. Auch komplett zu. Komplett zu. Kurbelbetrieb, kein Handbetrieb, sehr einfach zu bedienen. Mach mal. Ist jetzt neu. Ist immer so, aber das wird gehen. Ja, super.
ist nämlich schönes Wetter. Das ist ganz wichtige Funktion. Und jetzt, ja, wir können grundsätzlich mal, Ablagefächer haben wir gezeigt. Ja. So, und jetzt zeige ich euch mal was Tolles. Wenn man seine Ruhe haben möchte, hat man zweimal die Möglichkeit zuzumachen. Nämlich einmal hier. Also ich möchte jetzt schlafen und da du ja immer Krach machst mit deiner Musik, möchte ich nicht gestört werden. Und Oder Fernsehen gucken. Der eine guckt Fernsehen, der andere Kopfweh. Jetzt kann ich einmal diese Tür schließen und ich kann noch weiter hier hinten die Schiebetür schließen. Jürgen, ich höre dich nicht mehr. Ja, das muss auch so sein. Ich höre dich auch nicht. So, er hat gesagt, das muss auch so sein, ich höre dich nicht mehr. Das heißt, ich kann beide Türen verriegeln und habe eine echte Audioentkopplung. Genau, du hast im Prinzip eine komplette Audioentkopplung. Du hörst nichts mehr, wenn einer vorne liest oder wenig oder spricht oder egal was. Es ist ja öfters auch so, dass man dann vorne vielleicht noch abends, ich sag mal, sitzt und trinkt vielleicht noch ein Bier und der andere möchte schon schlafen gehen. Und das andere ist natürlich, dass wenn ich diese beiden Türen schließe, hier ein sogenanntes riesengroßes Raumbad habe. Ich habe auf der Seite die Dusche. Warte mal, ich komme mal kurz zu dir rein. Genau. Dann zeige ich das mal gerade von einer anderen Perspektive. Genau. Dass man sieht, ich stehe jetzt hier praktisch da wo das Bett ist. Genau, so. Jetzt habe ich hier praktisch das Raumbad. Jetzt habe ich hier die Dusche. Vorne ist zu jetzt. Da vorne ist zu, da ist die Tür zu. Hier mache ich noch meine Glastür zu. Dann habe ich hier meine Dusche. Und auf der Seite habe ich die Toilette mit Waschbecken, mit Schränkchen, mit Spiegel. Auch wieder mit 220 Volt Steckdose, was die meisten heute schon wegsparen. Gibt es in der Bad gar nicht mehr eine 220 Volt Steckdose. Bei vielen, gell? Bei vielen. So, und jetzt schläft der Mann noch zum Beispiel. Dann habe ich hier zu. Genau. Dann habe ich da auch schon wieder ein kleines Separé. Ich habe ein Separé, jetzt kann ich sogar noch das Klo zumachen. Da habe ich zweimal zugemacht, da kann er ruhig mal. Wichtig ist die Toilette. Auch die Toilette hat ein eigenes Fenster. Das ist, je nachdem, was produziert wird, ganz sinnvoll. Ja, vor allen Dingen auch wegen der Feuchtigkeit. Das ist ja immer ein Problem, dass man die Feuchtigkeit rausbekommt. Heute genau wie im Haus, je dichter die Fahrzeuge sind. So, da ist das Waschbecken. Das sieht fast aus wie Porzellan. Genau, ist auch sehr edel. So, und auch die Toilette kann man drehen, kann man also verstellen, wie man möchte. Dometic, ein toller Hersteller. Das Ganze geht elektrisch, auch das Abwasser? Genau, das ist alles elektrisch. Hier sieht man auch die Füllstände, da leuchten dann entsprechend rote oder orange Leuchten und hier drückt man drauf und dann wird gespült. Wird gespült, ganz einfach. Auch der Toilettenpapierhalter ist schon drin, findest du bei den meisten Fahrzeugen nicht. Ja, wenn du mal so lieb bist, einfach mal die Toilette mal ziehst, die kann man nämlich auch verändern. Ja, man kann die drehen. Kannst du im Prinzip, der obere Teil kannst du eben verdrehen. Jetzt muss ich gucken, ob das schon entsperrt ist. Nee, die ist nicht entsperrt. Also genau. Die ist jetzt im Transportmodus. Es gibt Transportmodus, da sitzt unten 2 Schrauben drin, die muss man rausdrehen und dann ist die entsperrt. Dann kann ich die auch so drehen, da habe ich mehr Platz. Damit man mehr Platz hat. Wenn die Tür zu ist, wohlgemerkt. Genau. Ansonsten wenn die Tür offen ist, hat man Platz genug. Ja. Genau, da habe ich Platz genug. So, das habe ich verstanden. Jetzt habe ich hier vorne, vielleicht mal um das gerade abzuschließen, hier hinten, ich habe hier vorne das Licht, also ein großes Licht. Und ich habe nochmal indirektes Licht, das heißt, ich habe alles in LED? Alles in LED, die Fahrzeuge kommen komplett LED-Technik. Hier ist auch nochmal eine LED-Leuchte drunter eingelassen. Du hast hier die Fenster, die auch wieder abdunkelbar sind mit den Verdunklungsrollos bzw. mit dem Fliegenrollo. Ich kann alle Fenster öffnen. Du kannst alle Fenster öffnen. Hier kannst du jetzt von unten hochziehen, dann ist es zu. Hier sind die Hebel, wenn du die aufmachst, kannst du ausstellen und hast halt offen. Und ich habe hier eine schöne Gardine mit dabei, die kann ich auch abnehmen, wenn ich das nicht will. Aber wenn man das nicht möchte, das ist Geschmackssache. Viele lassen sie dran. Ich persönlich bin kein Freund davon. Was ich gemacht habe immer und was in meinen Fahrzeugen ist, ich lasse mir diese Fenster von außen bekleben mit dieser Kunststofffolie, diese gelochte, perforierte, wie die Busse die haben. Ja, ja. Man kann von außen nicht reingucken, aber du kannst von innen problemlos rausgucken. Ja, so eine Lochfolie. Genau, und du hast halt dieses Gardinen dann eben nicht drin. Ich bin kein Freund von Gardinen. Ich zeig's mal gerade, ich lege mich mal gerade aufs Bett drauf. Da ist eine Schutzfolie drauf, also keine Angst. So, ich liege jetzt komplett auf dem Bett. Ich bin jetzt 1,83 Meter, das sind die Länge. So, und jetzt gucke ich hier auf der linken Seite, kann ich rausgucken. Oben habe ich Licht. Jetzt mach mal zu, bitte. Dann habe ich meinen kompletten eigenen Raum. Das ist oben gesichert. Da habe ich auch so kein Band, was ich auf und zu klicken muss, sondern da ist oben einfach nur so eine Sperre, die mache ich runter. Das Holz ist okay, oder? Ja, schön. Ist sehr schön, ja. So, jetzt gehen wir mal runter. Dann kommen wir mal auf das Thema Lattenrost und Liegekomfort zu sprechen, denn ich meine, ganz oft berichten dir die Leute, dass sie so eine Matratze wie im Wohnmobil haben sie zu Hause nicht. Ja, also die Matratzen sind schon gut, das sieht man ja auch. Das sind Komfortmatratzen, die einen hohen Liegenkomfort haben und es sind immer Matratzen, die 5 Jahre Garantie auch haben und vor allen Dingen, es ist eine H3-Matratze, sprich von 60 Kilo bis 120 Kilo kann man problemlos drauf schlafen. Super, das ist es. Ja,
Dann zeigen wir mal die Dusche. Du bist jetzt wie groß heute? 1,81 immer. 1,81. So, geh mal rein. Also selbst bei 1,81 und Schuhen, die machen auch noch mal ein paar Zentimeter, ist das überhaupt kein Problem. Das heißt, ich könnte es auch 2 Meter groß sein. Nicht ganz. Aber dann lasse ich oben das Fenster offen, geht es immer noch. Geht's immer noch. Das wird dann aber eng. Aber man nimmt die Dusche ja sowieso in die Hand und duscht sich damit ab im Wohnmobil. Das ist also auf jeden Fall problemlos möglich. So, jetzt mach bitte nicht zu. Hier vorne habe ich noch einen Handtuchhalter mit dabei. Das sind auch so Kleinigkeiten. Kleinigkeiten. So, also was, ich gehe mal kurz in die Dusche rein. Du gehst mal raus. Und dann zeigen wir einfach mal ein bisschen mehr. So, mal kurz gucken, das haben wir gezeigt, Flammenkocher haben wir gezeigt. Hier vorne hat man nochmal Ablagefach, hier kann ich eine Zeitung reinmachen und so weiter und so fort. Aber jetzt kommen wir mal zu den wichtigsten Sachen. Wenn ich natürlich auf Reisen bin, möchte ich es schön kühl haben. Kühl bedeutet, ich brauche einen Kühlschrank und der sieht richtig schick aus. Das ist eine spiegelnde Oberfläche, wo du aber keine Toucher siehst. Das ist schon unglaublich, wie die das gelöst haben. Ja, das ist so ein spezielles Material, was sie da benutzen, ein Kunststoffmaterial natürlich auch, wo man halt eine hohe Qualität hat. Du siehst oben auch der Gefrierfach zum Eiskühlen oder eben Fleisch einfrieren und unten eben halt ein sehr großer Kühlschrank. Oh, krass, warte mal, jedes Jahr wird's irgendwie besser, habe ich das Gefühl, oder? Ja, die sind schon groß, die Kühlschränke, also von daher, da kriegst du alles unter. Du kannst eine Europareise machen ohne Probleme, wobei es ja halt überall auch entsprechend Läden gibt, wo man nachkaufen kann. Hier ist nochmal eine zusätzliche Schublade, um was eben reinzutun. Also auch hier hat man jetzt noch Staufächer, die über ein Drucksystem gehen, über der Küche. Da kann man drücken und dann kann man auch noch was reinlegen, Abfalltüten, Mülltüten. Ach so, die haben so praktisch jeden Zentimeter, der vorher nicht genutzt war. Jeder Zentimeter ist im Prinzip genutzt, den man nutzen kann. Okay, verstanden. Und, was wir noch gar nicht erwähnt haben, du siehst die Lederausstattung, und dieses Mal im zweifarbigen Material, oben dieses braune Velurleder und dann dieses Glattleder. Auch sehr hochwertig gemacht. Ich kann die Sitzgruppe, auf die Sitzgruppe waren wir noch gar nicht zu sprechen, die kann ich erweitern. Wir haben jetzt mal die Fahrersitze mal gedreht, das sind auch Ledersitze vorne. Das ist auch dasselbe Material wie die Sitze. Das Schöne ist, bei diesem Modell jetzt hier haben wir auch noch diese Sitzgruppe, im Notfall umbaubar als Bett. Ja. Ich sage immer, als Erwachsener kann man da mal eine Nacht drauf schlafen, auch noch 2 Nächte. Ansonsten ist es im Prinzip nur für Kinder gedacht. Enkelchen, kleine Kinder, Notfalllösungen. Geht das immer. Es ist keine Dauerbettversion, um das so zu sagen. Ich könnte aber auch ein Zelt mitnehmen, zum Beispiel. Die Kinder können ruhig im Zelt schlafen. Genau. Es sind 4 Sitzplätze drin. Es sind 4 Gurte, 1, 2, 3, 4. Du kannst also mit 4 Personen fahren, aber du kannst nicht mit 4 Personen schlafen. Mhm. Also man nimmt ein Zelt mit, du siehst, dieser Tisch ist also auch beweglich. Bitte nochmal. Ich war nicht. Genau. So, dann hast du eine Lounge hier, du kannst dich rundherum setzen, du kannst dich hier hinsetzen und du kannst den Tisch auch noch so und noch so bewegen. Ja? Ach so, dass die Leute, die vorne sitzen, auch ordentlich drankommen. Damit man ordentlich drankommt, also du hast eine sehr hohe Variabilität. Super, okay. Es sind ein paar Sachen noch nicht eingebaut. Ich muss ja sagen, das Fahrzeug ist nagelneu. Hier oben habe ich ein riesen Panoramafenster, was direkt mit dabei ist. Genau, das Skryroof ist immer mit dabei, auch verdunkelbar wieder und mit Fliegengitter. Was nicht eingebaut ist aus Sicherheitsgründen, ist eben das große 2 Zoll Navigationssystem. Die werden gerne am Hof geklaut. Die werden gern geklaut, deswegen wird das da eingesteckt noch. Das ist noch nicht dabei, das ist aber inkludiert im Preis. Und das Fernsehen haben wir hier hinten in der Garage gesehen, im Karton. Das kommt hinter dir an den Halter dran, den man nach unten und oben verändern kann und auch rumdrehen kann, sodass man letztendlich aus dem Schlafzimmer rausgucken kann. Okay, das heißt hier diese Schiene, kann ich rauf und runter schieben? Rauf und runter schieben und man kann diesen Arm ausklappen, sodass das Fernsehen auch vom Bett aus zu sehen ist. So, das Ganze wird gesteuert nicht mehr über Druckknöpfe, sondern hier ist ein richtiges Tablet dabei, das kann ich abnehmen? Tablet. Genau, das Tablet kannst du auch abnehmen. Aber in dem Fall ist es jetzt ein fest montiertes, weil es gibt 2 Versionen. Es gibt einmal ein abnehmbares, dann ist es kombinierbar mit dem vorderen Radio. Oder es ist ein festes, wie jetzt das da. So, ich tendiere zum Festen. Ich bin so eher so ein fester Typ. Ja, es gibt die 2 Versionen, da kann man auch nicht sagen, das eine ist besser oder schlechter. Beides ist gut, man muss halt wissen, was man will. Ja. So, da ist halt wie im Tablet alles über Apps gesteuert und man drückt drauf und alles funktioniert dementsprechend. Das bedeutet, ich kann die Raumtemperatur einstellen, ich kann Wasserpumpe einstellen, Wasserstand ablesen. Wasserstand ablesen, Batteriezustände ablesen, alles das, was eben das Feste auch gemacht hat, macht das Tablet auch. Okay. Ja, vielleicht noch ganz kurz, ich habe ein 6-Gang-Getriebe, der ist, ich sag mal,
auf der Autobahn ja zu Hause als, ich sag mal, Kurier- und Lieferfahrzeug und allem drum und dran. Das Fahrzeug ist aber nochmal, ich sag mal, mit einer zusätzlichen Dämmung ausgestattet vorne. Ich kann nämlich hier einen Sichtschutz einfach hochfahren. Das ist einmal Licht und natürlich auch nochmal zusätzlich Privacy, kann keiner reingucken. Genau, also das ist die Verdunklung, das Verdunklungssystem für den Abend. Das kann ich halt hier hochziehen. Und dann habe ich halt entsprechend komplett dunkel in der Nacht und abends. Das gleiche auch in den Türen? So das gleiche in den Türen, sodass man eben entsprechend seine Privatsphäre während dem Abend hat. Fahrhausklimaanlage? Fahrhausklimaanlage ist drin. Wir haben elektrische Spiegel, elektrische Türverriegelung und wir haben ein Tempomat drin und wir haben, du siehst es hier, Lenkradsteuerung, Komfort für das Radio. Lederlenkrad. Genau, Lederlenkrad, das ist das sogenannte Designpaket. Auch der Lederschaltknopf ist drauf. Diese Silberapplikationen sind da. Davon habe ich jede Menge Ablagen. Ich meine, das kommt aus dem Nutzfahrzeugbereich. Unten habe ich 2 Flaschenhalter. Flaschenhalter oder sinnvoll. Kaffeebecher stelle ich da immer rein zum Trinken. Hier hast du USB oder normale Steckdose für während der Fahrt. Also es ist alles da, was man braucht. Super. Im Prinzip sind die Fahrzeuge komplett ausgestattet. Ich zähle immer lieber auf, was man nicht drin haben, was man aber nachrüsten kann, sind im Prinzip 3 Sachen. Und zwar, das wäre die Anhängerkupplung, die man noch zusätzlich nachbauen oder nachrüsten könnte. Mit der Rahmenverlängerung wäre bei dem Fahrzeug jetzt hier 1800 €, was da käme, zusätzlich dazu käme. Die sogenannte Raumklimaanlage, um den Raum halt runterzukühlen. Also die wird dann auf dem Dach? Die wird aufs Dach montiert. Das wären Kosten von 2200 €. Wenn man das will. Wenn man das möchte. Oder man kann jetzt noch einbauen einen sogenannten Inverter. Dann kann man halt eben den Solarstrom, der ja schon inkludiert ist auf dem Dach, die Solaranlage ist mit drin, kann man nochmal umwandeln in 220 Volt oder 230 Volt und man ist dann komplett autark. Man kann überall stehen. Man hat überall ohne Landstrom immer 230 Volt und 12 Volt und man kann überall autark stehen, egal wo man ist. So, das Ganze wird in Frankreich gebaut. Hier vorne ist auch nochmal die französische Flagge mit dabei. Ja, also wer es sehen möchte, wir können jetzt, glaube ich, noch eine Stunde weiterreden. Ja, mit allem drum und dran. Perfekt verarbeitet. Wir gehen am besten mal raus, machen die Abmoderation. Jürgen, erstmal vielen Dank. Bis gleich, wir sehen uns draußen. Ja, Jürgen Jung, du bist Elektromeister. Qualität, Qualität, Qualität. Das ist dir ganz wichtig. Ja, die Qualität steht bei uns im Betrieb an oberster Stelle. Also wir wollen auch nur das rausgeben, was wirklich Qualität hat oder das auch machen, was letztendlich Qualität hat und dafür stehen wir auch. Super, also Movio, made in Frankreich, sowohl das Chassis als auch der Aufbau mit allem drum und dran, also ein echtes, tolles französisches Produkt, was du bedenkenlos empfehlen kannst und es heißt wie ganz genau das Produkt? Also das ist der Moveo Thai, Thai bedeutet teilintegriert, 74 ist die Länge, 7,40 Meter und eben Queensbed, also QB. Das ist die genaue Bezeichnung. Und was ich noch dazu sagen möchte ist, warum wir die Fahrzeuge immer bedenkenlos empfehlen können, ist halt, weil die bei uns auch in der Vermietung laufen. Und da sehen wir ganz schnell... Zeig's mal gerade. Ihr seid nämlich nicht irgendein Partner, sondern seit Jahren schon Partner vom ADAC. Jetzt muss er sagen, das hier ist im Moment noch das Winterlager, was wir im Moment haben. Genau. Autos sind nicht geputzt, aber... Ihr seid für den ADAC da, die Dinger müssen funktionieren. Der ADAC, der bürgt für Qualität und die gucken sich die Partner an. Ihr habt die in der Vermietung. Genau, wir haben die Fahrzeuge in der Vermietung und wir sehen ganz schnell, wo die Probleme bei den Fahrzeugen liegen. Wir stellen ganz schnell fest, wo Fahrzeuge Probleme haben und wie die Fahrzeuge laufen und wie sie auch problemlos laufen. Das ist ja für uns in der Vermietung auch mit dem hohen Standard, der ADAC ja vorschreibt, in seinen Bestimmungen mit uns, damit wir den auch halten können. Und deswegen können wir diese Fahrzeuge von Moveo 100% empfehlen, weil das sind die Fahrzeuge mit den Belas, die für uns am problemlosesten laufen und wo wir keinerlei Probleme haben. Die gehen raus, rein, werden außen gewaschen, werden innen gereinigt und dann gehen sie wieder raus. Jürgen Jung, ja, ihr seid in Saarlouis, das liegt zwischen Luxemburg und Saarbrücken, so kann man sagen. Ist sehr, sehr gut zu erreichen, direkt an der französischen Grenze. Man kann hier, wenn man mit dem Fahrzeug kommt, ihr habt ganz viele Kunden, die haben, ich sag mal, die kaufen die Autos aus dem Internet aufgrund der Videos, muss man dazu sagen, kommen dann vorbei, die haben schon alles gesehen, da ist ja Garantie drauf, 2 Jahre? Genau, also Garantie ist 2 Jahre drauf und die Dichtigkeitsgarantie ist halt 7 Jahre. Die Leute sehen die Videos, die telefonieren mit mir und dann wird der Rest über Skype und über Mails abgehandelt und dann kommen die Leute hier runter mit dem Zug oder mit dem Flugzeug, werden von uns abgeholt, bekommen eine Einweisung von 2 Stunden und fahren dann mit ihrem eigenen Auto nach Hause. Zulassung, wie funktioniert das? Die Zulassung, entweder lassen die Leute die Fahrzeuge meistens selbst zu, das heißt... So, Überführungskennzeichen? Wir schicken, nachdem das Geld bei uns eingegangen ist, also vor der Abholung,
schicken wir die COC-Papiere zum Kunden, der lässt das Fahrzeug zu und kommt mit den Originalnummernschilder, oder wir nehmen hier auf der Zulassungsstelle Überführungskennzeichen. Super, ja. Jürgen Jung, WVS heißt die Firma, ganz einfach zu finden im Internet, wohnmobile-saarland.de. Ich bedanke mich für die ganz tolle, ausführliche Dokumentation dieses tollen Fahrzeuges, ganz neu, Made in France, gerade eingetroffen. Wir drehen übrigens Ende März, Anfang April 2019. Tschüss.